Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. AP. Im heutigen Video geht es um das Thema die 15-Minuten-Stadt. Stell dir vor, alles, was du zum Leben brauchst, ist nur 15 Minuten entfernt. Arbeit, Schule, Einkaufen, Freizeit, ohne Auto, ohne Stress. Auf der anderen Seite herrschen in den globalisierten Städten raue kapitalistische Verhältnisse. Folgen: Gentrifizierung, Enteignung, Verarmung, digitale Kontrolle und an den Rand drängen von sogenannten Verlierern der kapitalistischen Krise. Utopie oder doch eher ein digitaler Käfig? Kaum ein Stadtkonzept sorgt gerade für so viel Diskussion wie die 15-Minuten-Stadt. Ist das die Lösung für unsere Probleme oder der erste Schritt in einen Überwachungsstaat? Genau das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Also stell dir das mal kurz vor. Kein nerviges Pendeln mehr, kein Stau jeden Morgen. Der Supermarkt, die Schule für die Kids, der Park, vielleicht sogar dein Arbeitsplatz, alles nur ein paar Minuten zu Fuß oder mit dem Rad entfernt. Ehrlich gesagt, das klingt doch erstmal wie ein Traum, oder? Und genau das ist im Grunde die Idee der 15-Minuten-Stadt. Die stammt übrigens vom Stadtforscher Carlos Moreno aus Paris. Also auf dem Papier klingt das ja alles super. Effizienter, nachhaltiger, mehr Lebensqualität. Aber, und das ist das große Aber, die Sache ist in der Realität dann doch eine ganze Ecke komplizierter. Um da wirklich durchzusteigen, schauen wir uns das Ganze mal von allen Seiten an. Erst die Vision, die fast schon utopisch klingt. Dann die Ängste, die dahinter stecken. Danach machen wir einen knallharten Realitätscheck. Und zum Schluss fragen wir uns, ist das am Ende eine freie Wahl oder purer Zwang? Ja, man merkt's schon. Bei diesem Thema prallen echt zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite das Versprechen von einem besseren, grüneren Leben. Und auf der anderen, die blanke Angst vor einem digitalen Gefängnis, vor totaler Überwachung. Und genau diese Extreme machen die Debatte so unglaublich aufgeladen. Fangen wir mal mit der schönen Seite der Medaille an. Was ist denn eigentlich die Idealvorstellung? Was schwebt den Befürwortern da so vor? Im Grunde geht es darum, die Stadt von den Autos zurückzuerobern und sie wieder den Menschen zu geben. Stell dir das vor. Weniger Lärm, weniger Gestank, stattdessen mehr Platz zum Leben, mehr frische Luft. Die Idee ist, dass nicht mehr das Auto unseren Alltag diktiert, sondern wir. Die offiziellen Ziele klingen natürlich super. Es geht darum, den CO2-Ausstoß runterzubringen, die Städte lebenswerter zu machen und alles etwas zu dezentralisieren. Klar, dass da Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation oder der Weltklimarat aufhorchen und sagen, hey, da steckt echt Potenzial drin für gesündere und klimafreundlichere Städte. Und das ist jetzt keine reine Spinnerei, ne? Es gibt ja schon Pilotprojekte, zum Beispiel diese Superblocks in Barcelona. Und die Ergebnisse sind krass. 1/3 weniger Feinstaubbelastung und fast genauso viel weniger Lärm. Das sind Zahlen, die man wirklich spürt. Das ist eine ganz andere Lebensqualität für die Leute vor Ort. Okay, genug von der heilen Welt. Denn wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Und bei diesem Thema gibt es eine Menge davon. Lass uns jetzt mal die Perspektive komplett wechseln und uns die Ängste anschauen. Und die sind ziemlich heftig. Dieser eine Satz: Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Der geistert ja immer wieder durchs Netz, oft in Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsforum. Und für die Kritiker ist das quasi das Motto für diese ganze Entwicklung. Es ist das Symbol für die Angst, die totale Kontrolle zu verlieren. Die Angst, dass unser Leben irgendwann von irgendwelchen Algorithmen oder Eliten gesteuert wird. Und worum drehen sich diese Ängste ganz konkret? Hauptsächlich um die Technik. Die Kritiker malen da ein düsteres Bild. Überall Kameras und Sensoren, die jeden deiner Schritte verfolgen. Digitale Ausweise, ohne die du nicht mal mehr in einen anderen Stadtteil kommst. Oder vielleicht sogar digitales Geld, das nur in deinem Viertel gültig ist. Die Sorge ist riesig, dass das, was uns als Komfort verkauft wird, in Wahrheit ein Instrument der totalen Kontrolle ist. Im Kern geht's um diese eine gruselige Vorstellung. Du wirst ständig beobachtet, analysiert. Jeder deiner Schritte wird erfasst, jedes Verhalten ausgewertet. Die Stadt wird so zu einem gigantischen, perfekten Überwachungsapparat. Ein gläserner Käfig. So, jetzt haben wir die beiden Extreme gehört, die strahlende Utopie und die düstere Dystopie. Aber was ist denn nun dran? Wo hört die berechtigte Sorge auf und wo fängt die reine Panikmache an? Zeit für einen Realitätscheck.
Und da hilft uns eine Studie vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, kurz BBSR, ungemein. Die haben sich die ganze Kritik nämlich mal vorgenommen und versucht, das zu sortieren. Also zu trennen, was ist ein fundiertes wissenschaftliches Argument und was ist, eher eine Verschwörungserzählung. Und die Studie macht das ziemlich klar. Auf der einen Seite haben wir die wissenschaftlich fundierte Kritik. Und hier kommt ein ganz zentraler Punkt: die Gefahr der Gentrifizierung. Also die Sorge, dass diese super attraktiven neuen Viertel so unbezahlbar werden, dass die Leute, die da schon immer gewohnt haben, sich das Leben einfach nicht mehr leisten können und verdrängt werden. Das Viertel wird dann zur exklusiven Blase für Reiche. Und auf der anderen Seite, da gibt es dann Erzählungen, für die es einfach keine Belege gibt. Zum Beispiel die Story von geplanten Klimalockdowns, wo Leute in ihren Vierteln eingesperrt werden sollen. Es ist absolut wichtig, diese beiden Dinge nicht in einen Topf zu werfen. Und jetzt kommt der Punkt, der mich bei der Recherche am meisten überrascht hat. Laut dieser Studie erfüllen viele deutsche Städte die Kriterien einer 15-Minuten-Stadt schon längst, ganz ohne einen großen Plan von oben. Das ist einfach über Jahrzehnte so gewachsen. Das Konzept ist hier also teilweise schon Realität, ohne dass wir es so genannt haben. Und das bestätigen auch Daten aus einem EU-Projekt. Selbst in den Vororten, wo man es ja nicht unbedingt erwartet, sind viele alltägliche Wege schon super kurz. Zum Einkaufen, für die Freizeit, zur Schule, ein Großteil davon passiert schon in diesem 15-Minuten-Radius. Der große Knackpunkt, der bleibt aber meistens der lange Weg zur Arbeit. Okay, was heißt das jetzt alles für uns, für unsere Zukunft? Die ganze Diskussion zeigt doch eins ganz deutlich. Es geht hier nicht um ein Patentrezept, das man einfach über jede Stadt stülpt. Es geht um ganz grundlegende Entscheidungen, wie wir als Gesellschaft in Zukunft eigentlich leben wollen. Und am Ende läuft es immer wieder auf diesen einen Konflikt hinaus. Auf der einen Seite der Wunsch nach mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite unser Recht auf persönliche Freiheit und Privatsphäre. Wie bringen wir das zusammen? Tja, eine einfache Antwort darauf gibt's leider nicht. Und das bringt uns zum wichtigsten Punkt überhaupt. Die Umsetzung ist alles. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist an sich nur ein Werkzeug. Nicht gut, nicht schlecht. Ob dieses Werkzeug am Ende dazu dient, unser Leben zu verbessern, oder ob es zur sozialen Kontrolle und Überwachung missbraucht wird, das hängt einzig und allein davon ab, wie wir es umsetzen. Und genau deshalb sind Dinge wie Transparenz, demokratische Kontrolle und die Beteiligung von uns Bürgern so verdammt wichtig. Denn am Ende müssen wir uns alle fragen, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben? Also, goldener Käfig oder eine wirklich lebenswerte Zukunft? Wie unsere Städte morgen aussehen werden, das entscheiden nicht nur irgendwelche Stadtplaner in ihren Büros. Das hängt ganz stark davon ab, für welche Werte wir als Gesellschaft einstehen. Und das ist eine Frage, über die wir alle mal nachdenken sollten. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.